Gechannelte Heilbotschaft von Erzengel Michael und Metatron. Dir möchten wir in der Liebe aller Thronengelkräfte begegnen. Die Absicht aktiviert sich, den Menschenherzen zu erläutern, wie man Thronengelkräfte verstehen muss, in welcher Art sie sich heilvollst aktivieren mögen und wie entscheidend es ist, sich der Allmacht der Thronengelkräfte bewusst zu werden. Die Liebe zu euch Menschenherzen ist so unsagbar groß, denn ihr plantet, die Erde zu etwas Einzigartigem auszugestalten. Ihr blicktet schon so oft aus der Allbewusstheit auf den Erdenraum und ermächtigtet euch, die Absicht anzunehmen, Raum, Zeit, Erfahrungen in einer abgetrennten Empfindungskraft zu Gott hin machen zu können. Der Heilkraftakt für die Erde ist die höchste Bestimmungskraft des kosmischen Kraftfeldes und ursächlich zusammenhängend ist es für euch Menschenherzen, die Krone des Allbewusstseins aufzusetzen und euch endlich aus der niedrigen Art des sich auf der Oberfläche der Erde ausleben mögens herauszuholen. Indem ihr eine neue Art des Lebensabschnittsrechtes zu euch auf die Erde bringt, ermächtigt ihr euch, die Tendenz des Abgleitens in die Ohnmacht herauszulösen. Inzwischen herrschen chaotische Zustände und Überbrückungshilfen beabsichtigten, euch der empfohlenen Emotionalitätsanhebung zuzuführen. Die Beziehung der Menschheit zur geistigen Welt, so mögt ihr die hellbeseelte Lichtwelt in einem Begriff benennen, ist in einer sehr fragwürdigen Absichtskraftanbindung aktiviert. Manche Menschenherzen empfangen irgendwelche irreführenden Botschaften auf der Erdoberfläche, die aus der Konzentriertheit herausgerissen sind und den Launen der umtriebigen Dunkelkräfte entspricht. Die Herrlichkeit Gottes Absicht irreführt niemals, sondern ermächtigt Menschenherzen, ihren eigenen göttlichen Zugang zur hellbeseelten Lichtmacht zu finden. Der Absicht nach ist jeder mediale Kanal dafür verantwortlich, wofür er sich hergeben möchte. Und erstrahlt er in der Gier nach Ruhm und Macht, so erfrieren die ureigensten Heilbotschaften. Der Urkraft zufolge erfährt der Mensch immer das Rückspiegelungsprinzip und entsetzt schauen wir Thronengelkräfte auf die Menschenherzen, die behaupten, einen reinen Kontakt zu Engelwesen zu haben. Immer entscheidet die Hingabebereitschaft, in welcher Kraft die Übertragung stattfinden kann. Nichts ist so unrein, als die Machtenergien anzunehmen, besserwisserische Absichtskräfte an sich heranzulassen. Damit blockiert sich die Reinheit der Durchsage. Nur der ehrlich in sich erkräftigende mediale Botschafter erkundet alles rückerinnernd der Urlichtsaktionskraft der eigenen Göttlichkeitsbeziehung und erfüllt auch auf diese Art den Auftrag, den Akt der Überbringung so uneingeschränkt und beeinflusst als möglich auf die Erde abzusetzen. Infolgedessen erkundigt sich der mediale Kontakt immer über die Herrlichkeit Gottes Absicht einzusteigen. Die Silberschnur zur Göttlichkeit hin erinnert euch durch diese hohe Lichtenergiebestimmung der Göttlichkeit zu vertrauen und nicht anderen Ablenkungskräften die Aufmerksamkeit zu geben.
Immer ist die Beziehung des sich aufgebenden, hingebenden Mediums erfahrbar zu machen. Der Beziehungskraftakt der Thronengelkräfte hat immer die Absicht, dir als Menschenkörperlichtwesen die Beziehung zur Machengelkraft in reinster Art erfahrbar machend entgegenzubringen. Dir muss bewusst sein, dass du Alterungsprozessen hier auf der Erde unterliegst und eben diese ergeben sich aus der Bindekraft zur Erdmaterieform. Kein Mensch kann ewig hier der Materieform angehören. Öfters hört man, das Leben beabsichtigt sich, in der Erdmaterieform zu etwas Ewiglichem hin auszugestalten. Damit blockiert das Menschenherz die Begegnung mit Ablebensprozessen, das Sterben unmöglich zu machen und der Zombie-Apokalypse, die in euren Fernsehern schon so oft erfahrbar sein mochten, gleicht. Der Liebeskraftakt der Menschheit beinhaltet die Ablebenskraft und insofern auch die Begegnungskraft mit dem Tode. Die Irreführung, dass ihr nun so schnell als möglich doppelt so alt werden könntet oder ewiglich den Kraftleib aufrechterhalten könntet, ist auch die Begegnungsabsicht der transhumanistischen Beugekraft. Du lernst für dich zu erfühlen, dass Leben beginnt und endet. Aus der Macht der Liebe heraus erinnert es dich im Laufe deines Lebensabschnittsrechtes, dass du jetzt momentan Oberflächenmensch sein kannst und ergibst dich auf eine höhere Kraftebene. Indem du den materiellen Kraftleib ablegst, erinnerst du dich insofern all die Beugekräfte von dir abfallen an deine höchste Ermächtigungskraft, dich für eine andere Lebensform zu entscheiden. Die Thronengelkräfte erörtern für dich Themenbereiche, die dein höheres Bewusstsein erwecken und dir die Angst vor dem Ableben nehmen sollten, insofern du Angst hast. Denn entschieden wurde es bereits, alle krankmachenden Angstenergien aus der Menschheit herauszulösen. Unter Umständen erkältetest du dich auf der Erdoberfläche in höchster Art und Weise und lebst die Angst in sehr intensiver Art aus. Durch mich, Metatron, und Erzengel Michael, der sich auch auf diese hellbeseelte Lichtbotschafterin ausgebreitet hat, erfährt ihr heute auch noch die Lernprozesse der Menschheitskreationen auf die höchste Art. Euch durch Ahriman auf eine falsche Fährte zu locken, wird so unterbunden. Intensivste Heilprozesse, die ebenbürtigst gottgleicher Art durch uns, den Thronengelkräften, auf dem Menschenherzen ausgestrahlt werden, ermächtigen euch alle in gleichem Maße, so es eben angenommen werden möchte, euch der Neuheit des sich selbstermächtigenden Herrlichkeitskraftaktes zu eröffnen. Der Pfad des Lichts ermächtigt dich, Lebensmensch, hier auf der Erde die Durchblickbarkeit anzunehmen, Ideologien des falschen Propheten abzulösen und endlich den höchsten Akt des sich auf sich selbst verlassen Könnens anzunehmen, ohne Umschweife den Pfad des Lichts zu betreten und betrügerischen Kräften nicht mehr zuzuhören, die scheinbar heilbringende Botschaften ausbreiten, sich außerhalb eures menschlichen Machtaspektes befindlichen Transkräften zu eröffnen. Michael, der Schutzbefohlene der Erdenmenschen, möchte euch fürwahr alles auf die lichtbeseelte Art entgegenbringend eröffnen.
Die Herkunft eurer Seelen ist Gott gleich, und erfühlt ihr das nicht, so nur aus dem einen Grunde, ihr an der Oberfläche betrügerischen Kräften einhergefallen seid. Inkognitive Wahrnehmungsbereiche eröffnen sich auf der Erde, die beweisen möchten, dass Transkräfte die Erde betreten möchten. Diese Kräfte des aus dem inneren Gleichgewicht bringens erkranken die Hilfsbedürftigkeit der Menschenherzen und erlauben sich inzwischen derartige Löcher in die Schutzmembran zu reißen, dass sich Brücken bildeten, die irgendwelche Projektionen aus dem Allraum hereinlassen. Du lernst Ideologien zu folgen, die abhängig machen. Nichts ist aber so wichtig, wie aus der Abhängigkeitserfahrung herausgeführt zu werden. Insofern der Heilkraftakt auf der Erdoberfläche sich erfüllbar macht, transzendiert sich die breite Fächerung anderer Kräfte anzurufen. Frieden kehrt in das Menschenherz zurück durch die eigene Entscheidungskraft und durch die Beziehung zur Göttlichkeit, nicht zu außerirdischen Transkräften. Immer die Absicht anzunehmen, eine andere Kraft als die Göttlichkeit könnten das Schlamassel auf der Erde beenden, dient nur dazu, nicht auf sich selbst zu achten, die Verantwortung abzuschieben. Inzwischen erfüllt manch ein Mensch bereits, die Herrlichkeit Gottes lebt in einem selbst und erkräftigt sich durch die Beziehungskraft des eigenen Lebens in höchster Art erfahren Könnens. Du Mensch beabsichtigst, dieser Heilbotschaft zu lauschen. Aus tiefster Dankbarkeit ermächtige ich dich, dich für dich selbst zu entscheiden, dein Menschsein auf die höchste Stufe anzuheben und die Lenkbarkeit deiner Selbstermächtigung auf die Erde abzusetzen. Sei dein eigener Pilot und ermächtige dich, dein Lichtfahrzeug, die Merkaba, zu handeln. Der oberhalb deines Kopfes befindliche Heilkraftakt-Kompressor erledigt die Heilarbeit, dein Kronenchakra ermächtigt sich, alles auf die lichtvollste Bahn zu bringen. Intensivste Heilkraftakte erfüllen sich in dir bereits und du empfängst aus der Gotteskraft heraus die Lebenskraft der neuen Absicht, für Freiheitskräfte auf der Erde zu sorgen. Nimm an, Menschenherz, die Liebe der Thronengelkräfte. Metatron als auch Michael ermächtigten sich in das Feld der Erde, Heilkräfte durch diese lichtbeseelte Botschafterin einzuspeisen. Erkläre dich bereit, dich an die Gotteskraft anzubinden. Mehr braucht es nicht.